Good morning and welcome everyone. Wir sind eine Freude, wenn ich hier darf was mitteilen. Wenn das manchmal eine Abgabe ist, aber für Abgaben freuen wir uns. Wir alle gleichen Abgaben. Die sind verschieden, aber die sind danach sehr wertvoll. Dus ik al een zondag uit de Kolosserbrief de message gehad, terwijl ik van daar weer gaan. En van daar ons morgens als prayer time hadden, dan wordt opgenaamd van Isaac Martis. We willen voor die beden. En die steht, wo sie sind, wo eine frische Kirche angefangen haben und wo sie verschiedene Challenges begegnen doen. In das Kolosserbrief können wir Dinge, die ein bisschen ähnlich sind, wo Paulus das sein, der Worte vergehen hat und wir haben dort anlegen, der an die Menschen in Kolosser, dass die würden jährlich wissen und nicht würden der wachgereden worden von verschiedenen anderen Lehren und so eine Dinge als dort. Und so, wir können dort nur taub mit dort, was Isaac Martis zu beleben tun. Wir sind wieder auf von dort, so als Paulus dann auch wieder auf wie von Kolosser, als dort Tafel geben dort. Aber wir sein, was wir lernen können. Wenn ich es in eine Reihe von Messages nenne, ich sage vielmals bloß krieg die Punkte, die gesagt wurden, wurde das gesagt haben, Dollar aus der ganzen Taubhang und der Meinung von das ganze Buch, dort ist für mich vielmals schwer, zu sein zu kriegen. Aber der einzelne Werte sei ich vielmals viel Dollar worthafte Krieg gesagt. Und so, in den Sinne, werden wir bloß mutig in das wiedergehen und sagen, was wir lernen können, was Paulus der Kirche durch Mutter sprechen hat und was entwarnen hat und was Abgabe ist zu tun. So, der letzte Part, was ich für mal habe, wir ein verändertes Leben. Das war Paulus wichtig, dass die kolossische Kirche, dass die Lied wurden ein verändertes Leben haben. Nicht so sein, als es vorher wird. Und dann, du in den Vers 23, da sagt er, du bekommst das nicht darauf an, dass ihr im Glauben ganz fest bleiben. So, das veränderte Leben wird gut, das haben geändert, aber dass sie an würden fest bleiben und dass ihr nicht aufkommen von der Hoffnung an Evangelium. So hat ihr das gehört und so ist dort alle Menschen unter den Himmel gepredigt worden. Ich, Paulus, sie sind deine geworden. So, das ist der Fall, wo ich lass ab hier in der Ferien. So, ein verändertes Leben und dass du am Fast bleiben, dort ist Paulus wichtig. Und es sind drei Dinge, wo er mit nennen wird. Das erste ist, wo sein Dienst für das Wort. Das zweite ist, Paulus sorgt an die Gemeinde, wann er nicht durch wird. Wird am Hort, die Lieder, die zum Glauben gekommen sind, die wurden angegriffen von anderen Menschen und am Licht dort am Hort. Und so will Licht ans dort am Hort. Dritte ist, Christus matte mitbleiben, wann Dinge reich in ans Leben schaffen sollen. Und das vierte ist, wir brauchen Christus mehr als irgendwas anderes. Das sind diese 4 Dinge, wo wir uns am besten nennen lassen. So, in Vers 23, da hat er gesagt, dass sie sollen festbleiben in den Glauben, wo sie haben angefangen. Und dann in Vers 24, und das ist ein Vers, was mir schwer ist, korrekt zu verstehen. Aber in Plattdietch sagt es das, ich freue mich an dort, was ich für ihn leiden darf. So an meinem Körper vorrecht zu merken, was an den Leiden von Christus für seine Gemeinde noch fehlt. Die Gemeinde ist sein Körper. So hast du noch irgendwas, was fehlen hat, was Jesus nicht hervorragend gemerkt bei seinen Leiden? Nein, das ist ganz klar. Die Radung, die wir vorher, als Jesus am Kreuz hängt, der dann sagte, es ist vollbracht. So dann ist definitiv, Paulus redet hier von 6 Worten aus, dass du noch irgendwas von den Leiden fehlt. So und dann können wir uns nennen, Paulus dort im Gefängnis,
als hij dit schreven deed. Hij deed lieden voor het evangelium. En hij zei, dat is wat de kerk brukt, omdat hij kan geestelijk wassen. Er is niet dat hij dat brukt, maar dat is de kerk een help. Dat tragt een top, want ze zijn dat einer de andere lieden deed. Ik geloof dat is wat Paulus de Kolossersche kerk wil om hart leiden. Kijk maar, Jezus heeft geleden. Dat we kunnen geraad worden. Van deren, wanneer we reden dan, zoals Paulus zelfs, hij predigt het evangelium, de mensen kunnen niet verdrijven, ze stappen aan in gevangenis ween dort, en hij zei, dat doet met vrede. Dat doet met vrede. So, wanneer we aan onze vrede denken, wat we van deren ram ons beleven, heeft dat irgendwas met lieden te doen, dat we door een vrouw zijn? Dat we alle gelijk durven zijn, nou, lieden durven we niet. Nou, dat is niet wat we durven. So, waarom zijn we vrouw? Wel, zijn we bloos door een vrouw dat we safe zijn, geraad zijn, en evens is er niet veel erheen? Nou, ik geloof, we gaan alle die verschillende dingen door, wo ons aangegrepen wordt, wo de teufel ons wel verzekeren dat we niet zullen en deze hoop niet leven wat we in Jezus hebben. En wanneer we schweren wiederkomen, waar we zeggen, wat Paulus, waarom hij deze dingen, deze we gaan na in chapter 2 van hij daar aan de details te komen. Maar dan in vers 25 zegt hij, ik zie in deiner om evangelium geworden, doordat dat God mij aangesteld heeft. Junt zijn woord sei rechtlich te predigen. Hij zegt dat woord rechtlich te predigen. Hij is aangesteld worden dat rechtlich te doen. So, dat is wat hij deed wanneer hij om gevangenis zat. En dat is waar zijn moed immer waar hij kan. Dit is waar God mij aangesteld heeft. En dit doe ik met vrede. Krijg en doen voor de circumstances rond mij zijn. Vers 26. Dat is dat geheimnis wat van vorherige tijden versterken wir. Nu aber van God voor zijn heilige vandaag gebracht worden is. Wat is versterken geweest? Wat weer wat nu niet klaar weer? Dat evangelium weer daar nog niet klaar. Maar ook die lieden wat in vrede kunnen lieden voor het evangelium, dat we daar ook nog niet doen. En Jezus is dat alle volkomen geworden, is dat alle vandaag gekomen. En dan in vers 27 zegt hij, God wil zijn heilige dat nu weten laten, wat voor een herrliches Reichtum en dit geheimnis voor alle Völker is. Dat is Christus en ons en jullie. Dat is de herrlijkheid met die je rekenen kan. Dit is wat God zijn ziel weer voor de kerk. Hij verzegt het op te waken en de Kolossersche kerk dat te zijn. Dit is wat God zijn ziel is. Dat God zijn herrlijkheid en ons is wanneer we Jezus Christus hebben aangenomen. Hij zegt, Christus en jullie. Dat is een herrlijkheid. En wanneer dat een herrlijkheid is, dan zal de omgeving ons niet gaan doeldragen dat we aanmoedig, misroebelijk durven ramgaan. De vers wat Brother Ronald te lezen deed met je heen kop en zo, dan feelde something. En zo dan kunnen we ons vragen, wat is God zijn wil? Dus hij zegt, God wil zijn heilige dat weten laten. Wanneer we aan heilige denken, dan denken we vielmals aan die wat voor ons geweest zijn, de profeten en dat die worden als heilige betekent. Dat is waar vielmals ons gedanken dan gaan. Maar ik geloof, we hier vandaan zijn hier top als heilige. We moeten dat op einmal verstaan leren, we zijn heilig gemerkt door dat wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft ons losgekocht. We zijn zijn heilige. En ons krijgt wel God het weten laten wat zijn herrlijkheid is. Wanneer we aan denken, de zon is door de aardbol bedagen. En God verlangt niemals van een andere planeet dat hij wordt de aardbol bedagen. Daartoe heeft hij de zon aangesteld. Zo heeft hij ook ons dat weten laten dat we een licht hier op deze aarde zijn voor de mensen rond ons. En God heeft niemals im zijn dat hij wordt niet aan Jezus leven, dat hij zal een licht zijn voor andere mensen. Dat heeft hij mij en die aanvertrouwd. Ik en du zijn een licht voor die wat rond ons zijn, door dem wat God aan ons gedaan heeft. Vers 28. Deze Christus predigen we en warnen en beleren alle mensen en alle wijsheid doordat wel we een iedereen wat doorbrengen
dass er vollkommen ist in Christus. Oh, dann sagen wir vielleicht noch vollkommen in Christus, dort sagen wir vielleicht noch nicht. Okay, haben wir dann auf einmal noch nicht genug gelehrt? Haben wir uns noch nicht genug drinnen gelassen? Paulus sein Verlangen. Er saß im Gefängnis und er, glaube ich, hat einen Brief gekriegt von der Kolossischen Kirche und dann sind Dinge mitgeteilt worden, worüber wir. Und dann hier sagt er, ich predige das Evangelium, ich glaube, dass er etwas abschreiben und andere lesen, dass das fair. Aber was immer sein Verlangen wir, dass wir in Christus würden vollkommen sein. So dann müssen wir einmal zwei Dinge ein bisschen einteilen, dass uns Fleisch in der Vollkommenheit in Christus sind auch zwei Dinge. Lassen wir uns Fleisch wählen, dann wird es nicht reich schaffen. Wenn wir uns Fleisch ohne Christus sehen wollen, dann wird es schaffen. Wir wollen danach manchmal nicht kriegt dort getan haben, was wir würden haben sollten. Aber einmal sagen wir, dass wir sind in Christus und die Dinge, was uns Fleisch verlangt, die machen die kritzig. Während der Luther noch einmal ab dort abkommt. Vers 29 sagt, und das ist, wofür ich mich anstrenge. In Arbeit durch die Kraft von Christus, die in mir wirkt. Die Kraft von Christus, die in uns wirkt, bringt es vor, dass wir können nur die Vollkommenheit, Jesus Christus ähnlich werden. Dort ist auch Paulus sein Verlangen. Er hat gehört, was er in der Kirche tut, und sein Verlangen wir, dass die Menschen da würden mutig sein, so er nu in Chapter 2 anfangen wird. Chapter 2, Vers 1 sagt, ich mag Jünd weiten lassen, wo sei er kämpft, und mir anstrengen für Jünd und für die in Laodicea und für all die mich noch nicht gesehen haben. So, was kann Paulus tun? Er ist im Gefängnis und er sagt, er strengt sich an. Was wird er getan haben? Ich glaube, er wird viel abknäues für Gott. Und früher, was soll abschreiben, dass die Menschen wollen getrost können wollen, dass die Menschen wollen sein können, dass die wollen erkennen können, was wirklich die Wahrheit ist. Wenn die Menschen rankommen und versuchen, anders zu lernen, oder twiebelig zu merken, dass sie wollen können, auf einer rechten Stelle stehen. Paulus sagt, er kämpft, wir wissen, er wird die Zeit aber im Gefängnis. Die Kirche in Laodicea nannte er hier auch ab, und was probably durch dieselbe Versicherungen oder durch dieselbe Lieden sind durchgegangen an derselbe Zeit. Aber wir wissen von der Revelation, dass die Kirche Laodicea, die wir Luther in der lebenwarme Kirche. Da wird ich nicht Krieg, als der Krieg aus dieser Zeit wird, wir wissen, dass dort Luther wird. So, Paulus nannte hier ab, dass die Kirche in Laodicea und in der Kolosser dieselbe Lieden durchgehen tun. Ist von beiden Städten einen Brief gekriegt haben, dort weiß ich nicht. Aber anyway, er weiß, dass die Kirche durchkriegt, dieselbe Lieden durchgeht. So, dann haben wir uns gefragt und von der wir sitzen hier und wir würden sagen, wir sind in der Tüße Kirche. Hier wie Tüß. Hier ist alles fein. Hier geht es Schein. Wir freuen uns, dass wir immer weiter können. Naar de kerk fahren, was sind die Lieden für uns? Weil dat is vielmals bloß ons persoonlijke Fleisch, wat ons wat doorbrengen dat. Wens van Umgebung, wegen het Evangelium, der wir nicht leicht leiden. Vers 2 sagt es, mehr ist das darum zu tun, dass die vom Harten mutig werden. So, er sitzt im Gefängnis, denkt an die Lied dort, denkt an der Trouble, dann sagt er, was mir verlangt, dass die von Harten mutig sind. Nicht bloß beten, nicht bloß, dass die das Schein geht, aber dass die im Hart mutig sind, an Jesus Christus zu leben. Das sagt er nicht so, aber das glaube ich, was sie verlangen wir. Und dass die untereinander einig und gut sind. Ich möchte auch, dass die in ihrer Erkenntnis wachsen und fast werden und Gott sein Geheimnis, dass das Christus immer besser verstehen lernt. Dort ist Paulus sein Verlangen. Christus besser kennenlernen, besser verstehen lernen, was ist Christus sein Verlangen von mir. Ich und du haben eine Berufung, wir sind gewählt, nur according to chapter 3, wo wir Luther noch nachkommen. Wir sind gewählt von Gott, seine heilige Kinder zu sein. Und haben es dort ein Verlangen, dass wir dort wollen verstehen, was sein Willen für uns ist.
Und dann in Vers 3 sagt er, Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis ist wo? Der Schatz von Christus und der Erkenntnis ist in Christus. Sein ganzer Schatz von Weisheit ist in Christus. So, wenn wir Christus haben, dann haben wir die Weisheit. In Christus ist die Weisheit. So, in Jakobus und James, du sagst, wenn uns das an Weisheit fehlt, dann selber Gott fragen. Und er wird keinem die Weisheit aufsagen. Er wird jedem ein Gier geben, wer einmal an Frauen hat. Und hier sagt es, Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis ist in Christus. Und wir haben Christus in uns. Wir haben ihn angenommen. Wir sind willig in ihm zu leben. Die durch in Kolosser, der wird jeder Lied machen. Das ist, was ihr Anfang wird. Denkt, was ihr habt. Lasst ihr nicht andrehen. Lasst ihr nicht verführen von Menschen, die verschiedene Dinge sagen wollen. Lasst ihr nicht verdrehen. Wisst ihr habt alles, wenn ihr Christus habt. Dort ist am zu tun. Ihr habt alles, wenn ihr Christus habt. Und dann in Vers 4 sagt er, das sage ich euch, dass ihr nicht durch anscheinend vernünftige Reden verleiten lasst. So, nur das lässt sich verstehen, da sind Menschen, die haben ihren Versuch, was anders zu lernen. Und ich glaube, das handelt sich an die Beschneidung. Und some von den Juden sind da angekommen und versehen das Gesetz war abzubaden, abzuleihen, was er schwer merken wird für das Ganze. Und das sei ich euch, dass ihr nicht durch anscheinend vernünftige Reden verleiten lassen. Das kann manchmal so gut, so passend, so jankrig hier. Aber Paulus sagt, wenn ihr Christus habt, du hast den ganzen Schatz von Weisheit ben. Vers 5. Wenn ich persönlich auch nicht durchsehe, sehe ich doch durch und freue mich zu jener Ordnung und dass ihr feststehen im Glauben an Christus. Dass ihr feststehen im Glauben an Christus. Hij deed immer wahre Trick und dort in Christus, dort ist gut, was ihr da habt. Dort, was ihr versagt wird, passt ab, lasst ihr nicht mitreden. Dort gibt ihr mehr schwere Zeiten, wenn ihr da mitreden. Vers 6. So als ihr den Herrn Christus angenommen haben, du noch lebt nicht auch in ihm. Die haben Christus angenommen, nicht check, was ist sein Verlangen am Wandel dort zu sein, dort zu leben. Weil die haben Christus. Wenn ihr Christus habt, dann seht ihr nur dort so zu leben. Seht in ihm festgewandelt, und abgebüht, und fast im Glauben, so als ihr gelehrt sind, und seht sehr dankbar. So, ich kann ihn ab. Dort, was ihr zu schwer merken, dort ihr dort nicht von der Dankbarkeit wegholen. Seid dankbar, seid sehr dankbar, sagt er. Wenn ihr habt Christus. Die kommen für verschiedene andere Dinge verreden und versehen mit Schmeichel wird Dinge anders zu lernen. No, nehmt das nicht an. Lasst das nicht beginnt im Herzen ankommen. Lasst das nicht. So beginnen du vielleicht Dinge, die nicht von Menschen, die uns das reden, aber von uns eigenes Fleisch, wo uns wel mitreden, einer oder andere steht. Und Paulus wird uns hören und sagt, seht en aan festgewandelt. En Christus festgewandelt. Dort ist, was Paulus will haben, dort wir sollen sein. Und dann nicht bloß dort, er sagt, abgebüht und fast am Glauben. Abgebüht und fast am Glauben. Das ist, was der Kirche dort hören wird. Wenn die Versäger, die da rankommen und die versägen, irgendwas anderes zu lernen, als das, was die gelehrt haben, dort bringt ihn bloß wieder wahr. Dort bringt ihn drauf, dort merkt ihn Trouble. Lasst das nicht. Und so ist das auch von uns, von dir. Wenn wir nicht in das Evangelium leiden machen, aber ich glaube, vielmals kommen Dinge so aus Arbeit oder Dinge, was wir an uns haben, dass die uns so wichtig worden und so wertvoll sein, dass wir auf einmal verjähren, was wir in Christus alles haben. Wir verjähren, was Christus für uns getan hat. Oder was wir gekriegt haben in ihm. Oder was von Schatz, von Weisheit wir in ihm haben. Wie uns geht das Scheinraum, wir haben alles, was uns fehlen wird. Paulus said in chapter 1, verse 24,
dat hij lijden moest, dat hij met vrede. Dat hij met vrede. Kan we ons dat verstellen met vrede lijden? Weet wie wat Paulus meint, wanneer hij zei met vrede lijden? We hebben des Schatz van wijsheid en erkenntnis in Christus en daartoe en we ons ervreien en wat we ook zo ons aan ervreien. Maar we niet de gouden tijden op einmal laten ons dat wegnehmen. Christus moet de maat blijven ten dat het zo staat schaffen kan in vers 8. Seid du nu, dat je je niet verleiden laten der huwe redenswoorden wo nichts erhängen is. Komt de ware. Menschen, wat sehr hoog en schmack reden können. Laat je niet van eind verleiden. So, dit is een andere Fall, wat het bestätigen deed, dat er zijn mensen geweest, die hebben verschillende versucht, om te reden en te zeggen, op ihre Seite kriegen. Wat zijn van die dingen, wat ons op ihre Seite kriegen wil? We hebben Christus, en dat eine ist uns alle klar, und da halten wir fast, das lassen wir nicht wahr. Aber sind da auf einmal irgendwelche Values, was wir auf einmal bloß Tag lassen, weil die scheinen uns möglich und gut zu sein, was uns aber in einer Länge kann in Trouble nehmen, ja. Wir haben den Vers noch einmal anfangen zu lesen. Seid du noch, dat je nicht verleiden laten der huwe redensorten, wo nichts erhängen ist, die bloß von Menschen stammen oder von der Geisterwelt, die aber nicht von Christus kommt. So hij deed anspornen, dort zu wehen. Wo wird Christus über das denken? Hij sagt uns vorher, dass in Christus haben wir den ganzen Schatz, Weisheit und Erkenntnis, der ist in Christus. Und hier sagt er, dass wir uns nicht sollen verleiden lassen. Und er nennt das Wort ab der Geisterwelt, wo in der Konzern wird viel in unsere Gedanken wird dran spielen. Wir sollen abpassen. Was ist das, was in uns drehen wird? Ist das so, was von Christus kommt, oder ist das nicht so? Vers 9. Dort ist so, in Christus wohnt alles, was Gott ist. Ganz wirklich. In Christus wohnt dort alles, was Gott ist. Du hast dort alles. Dort ist auch, wo wir uns erfreuen. Dort gleich wie dort wir das alle haben. Aber dann sagt er, wenn dann 3 in den 8. Fall, dann sagt er, pass auf. Was wird die im Urnen verschüttet? Ist das so, dass das stimmt mit dem, was Christus ist? Weil in Christus ist das alle. Vers 10. Der Christus hat je dort volle Leben. Und er steht über alle Gewalten und Herrschaften. Alles, was ran uns ist, wo das Volk uns Gewalt angesagt wird, oder wo wir vielleicht angegriffen worden von unseren eigenen Gedanken, von unseren fleischlichen Desires. Das sind Gewalten, die uns manchmal schwach, die uns kämpfen geben. Aber das volle Leben ist in Christus. Wenn wir anfangen zu fokussieren an das, was ran uns ist, was uns schwer ist, dann wird das schwer werden. Aber wenn wir an den Kern von der Schwere steht, wegdrehen und checken nach Christus und uns daran erfreuen, dann auf einmal sind die Schwere, die Versicherungen, auf einmal sind die gleich mehr so groß. Dann werden die kleiner. Aber je doller wir nur die Probleme checken, je größer werden die und dann wird Christus kleiner an uns. Dann können wir auf einmal gleich mehr das klar sein. Aber drehen wir uns nach Christus, dann wird das Problem kleiner, dann wird Christus größer, weil du hast die Kraft. Und am ist die Weisheit, und am ist die Erkenntnis. Das haben wir alle in Christus. Durch Christus haben wir das volle Leben. Nicht bloß ein miserables Leben, das volle Leben. Das meint nicht, dass uns Fleisch immer was fein hat. Aber das volle Leben in Jesus Christus ist das ewige Leben. Vers 11. In ihm sind die auch beschnitten, doch nicht von Menschenhand, aber durch Christus seine Beschneidung aus gegen fleischliche Natur aufleben. Fleischliche Natur aufleben. Habe ich die fleischliche Natur gekriegt? Habe ich die aufgeladen? Kriegt er noch immer wahrer ein bisschen Kraft an uns? Fördern wir noch immer wahrer ein bisschen mit unseren Gedanken?
Weet je, het zegt, we zijn besneden. En in dit vers nehme ich dat ook uit. De Lied, wat deze Kolosserische Kirche haben versucht, te schwer zu merken, du hast dit auch ein Punkt gemacht, jemanden jünd beschnitten lo. Die Kolosserische Kirche will nicht unbedingt Juden, das wären da von der Herren, und so jemanden jünd beschnitten lo. Dat mögt ein schwor, was ist da nu das rechte Ding zu tun? Die haben uns das Evangelium gepredigt, und keiner hat gesagt, dass das soll sein, nu kommen andere Menschen und wollen uns das hier bemachen. Paulus zit in Gefängnis und denkt, wo kann ich das Lied houden? Wo kann ich dabei, dass ich end sagen kann, das ist nicht so, als das soll sein. Die Beschneidung, die wir gekriegt haben, ist in Christus Jesus. Will sie in fleischliche Natur aufleben, dort ist, wo wir wirklich beschnitten sind. Dort ist dort, wo wir wirklich teilen. Ich glaube, ich soll einfach wieder hin, mal einmal lesen, ein klein bisschen dort verstehen kann, wo Paulus haben will mit das. Er kann noch wieder in Einzelheiten nennen, wo Menschen sagen, das nicht antworten und dort nicht antworten. Aber dann in Vers 23 sagt er, das sieht wohl so aus, wenn das sich selbst abgeleitete Frauen sind, in diese falsche Dämme nur Weisheit legen, weil sie den Körper schonungslos behandeln. Aber dann sagt er, aber die fleischlichen Leidenschaften werden durch das scheinbar in Kontrolle gebracht. Das ist nicht der Fall, wo ich will. Ach, nu kan ik die haast niet, ik krijg het woord ving. Wat ik wil zeggen is, dat al deze dingen, wat Beschneidung en dat wat ze de Sabbat houden en al deze dingen, dat zegt dat we een beeld voor dat wat nog komen zal. Zodat we zijn Meinung, en dat is waar hij gaan wil. Hij neemt het alle op en de mensen die gaan sommige van de dingen te zeggen, literally genomen, zoals dat weer, dat zal ze blijven. En Jezus zegt dat zijn beelden voor dat wat nog komen zal. Vers 12. Als je gedoopt worden, word je met Christus tot begroefd. Nu denkt aan deze lieden in Kolosser. Die worden angegriffen von Menschen, die entweder fleischlich Gesetzen ableiten. Dann sagt er, als je gedoopt worden, dann word je begroefd. Wenn wir uns den anstellen, was kann ein begrubter Mensch tun? Der kann nicht. Der ist doof, der ist wahr. Ich denke, von denen können wir nicht mehr sein. Mit Christus sind wir von Tod abgestanden. Wir sind abgestanden. Durch Christus. Durch den Glauben an Gott seine Kraft, der Jesus von Tod abweichen hat. So, wir sind mit der Tod haben wir betekent, dass uns Fleisch hat nicht mehr die Kontrolle. Paulus versucht die Lieder denken zu haben, mit Mut zu merken, guck mal, dann als je een tafel leiden, dann bestätigt je, weiß je damit, dass der alle Mensch soll nicht mehr leben. So, der soll der geistliche Mensch leben. Der ist in Jesus Christus abgestanden. Vers 13. Je wären zu der Zeit geistlich tot in jene Sünden und in jene fleischliche Natur, aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Und dann sagt er ein Statement heran. Er hat uns alle Sünden vergeben. Die Sünde ist nicht mehr, was uns baudern darf. Das Leben, was wir hier leben, können wir an Gott seine Kraft leben. Er hat uns das gegeben und Jesus Christus ist das alle. Vers 14. Er hat den Schuldschein, der mit seiner Forderung von Gesetz her jeden uns stund, durchgestreckt und über sie gebracht. Er hat den Schuldschein an das Kreuz genäht. Er stellt uns das vor die Augen. Jesus hängt am Kreuz. Er nahm all unsere Schuld ab sich und ging am Kreuz und beteuerte für uns. Das ist für den Schuldzadel. Der ist angenäht. Der ist gestorben. Der ist fast, der ist begraben. Mit der Taufe, mit der Baptismus haben betekent, wir sind das alte Leben aufgestorben. Wir wollen von nun an ein neues Leben leben. Vers 15. Er hat die Gewollten und Geisterherrschaften ihre Kraft weggenommen.
Hij mag aantonen abseinen für alle Menschen en leer aan weg als vastgenomen. Hier glaube ich geredet von Jesus. Die Herrschaften, die dachten, nu haben wir die Gewalt über Jesus Christus. Nu haben wir am vastgenommen, weggelegt. Nu ist es der. Nu haben wir gewonnen. Die ersten Herrschaften in der Kraft, was dann mächtig wird. Nu haben wir gewonnen. Er sagt, das ist alles nicht geworden, an denen hat Jesus abstimmt. Ich glaube, das wird Paulus für sich rüberbringen. An denen hat Jesus abstimmt, wie all das, was sie dachten, was sie getan haben, was sie gewonnen haben, das wir wahrgenommen. Nu wird das nicht mehr da. Und dann fange ich an, die Lieder mehr Einzelheiten festzuholen und zu denken zu haben. Check mal. Lot jünt nicht, in Vers 16, lot jünt nu von keinen dat gewassen schwor merken, door über wat je eten en drinken sollen, oder wanneer Helgedag je houden sollen, oder über niemand en Sabbat. So, über das sollen sie sich nicht loten, dat gewassen schwor merken. Paulus hat hier Gott gesagt, wo das alles soll getan werden, wo sie das alles sollen houden, hat Paulus Gott gesagt. Aber er sagt, lot jünt nicht dat gewassen schwor merken über dort. Und das ist der Vers, wo ich schon denke, was ich will lesen, sagt das wären alles mal Schattenbilder von dort, was noch kommen soll, die Wirklichkeit ist Christus selbst. Lied, wann die versucht worden, wann worden gesagt, jemanden beschneiden lassen, jemanden diesen Sabbat so und so holen, jemanden den Mond, niemand Helgetag holen. Hey, das ist nicht der Meinung, das ist nicht das Wichtigste. Christus ist ein und alles. Das, was Paulus versucht, der Lieder zu sein. Denkt daran, an Christus ist das alles. Das ist nicht an den Sabbat holen. Das ist nicht, dass die den Sabbat nicht sagen gehen schaffen. Das sagt er auch nicht. Aber das ist nicht an dem, dass die den Sabbat holen. Das ist nicht an dem, dass die niemand fasten, feiern tun. Das ist nicht dabei, dass die eine Radung ist. Das ist an Christus. Den Sabbat, dort den heilig holen. Dort den Heiligtum, dort soll es dort, das sagt er, ich habe ganz klar lesen, in Genesis 1. Aber er sagt, dort ist nicht das Ding. Wir müssen lernen, die Dinge, die wir tun, nicht, dass wir nicht durchwehen, dass wir wollen geraten werden. Wir können nicht so viel Geld tun, um geraten werden. Er versucht die Lieder deutlich zu merken. Dort ist nicht das Einzige. Was wichtig ist, ist Christus an uns. Und dann in Vers 18 sagt er, lot je nicht von Menschen verleiden. Waar komt het ab? Lot je nicht verleiden. Dat is nu al het derde Mal, waar hij dat zeer klar abnaamde. Lot je nicht verleiden. Wie kann hier von der vielleicht sagen, ja, du kannst kein Mensch versucht uns zu verleiden. Aber uns eine Fleisch, das versucht uns zu verleiden. Das, wo wir von der anders sind, als der dann wird. Uns eine Jankers. Sagt er, die sein jemanden, die knien und Engel anbeten. Auch nicht von denen, die sein, sie haben Gesächte gesehen und haben selbst keinen Grund zum Groß reden, als bloß ihren eigenen abgepufften Verstand. Hey, von diesem Lied holt ihn weich, sagt Paulus. Wenn die ankommen mit diesen Dingen, sieht klar, dass Christus ist eigentlich alles. Vers 19. Dort sind Menschen, die sich nicht an Christus den Kopf holen. Von denen der ganze Körper abgeholt wird und durch die Lenke und Sehnen verbunden ist und was so aus Gott das gefällt. So Menschen, die können sein, dass wir sagen, so und so den Helgetag holen und so die Beschneidung holen und so Dinge tun, dann machen wir uns selbst fragen, wo ist Christus in das? Wo ist Christus in das? Wenn dort nicht Taubte knacken wird, dann sagt Paulus uns hier, dann lut ihr nicht verleiden. Wenn dort ein Christus stirbt, oder wenn wir auf einmal so einer Mehl mitgehen, mit einem Menschen, der deutlich verstehen kann, dann soll wir willig sein, Dinge handzuholen, zu sacrificen, dass der auch Christus in ihr Leben erkennt, dass er erkennen kann, wer Christus ist. Aber nicht, dass wir für dort holen, wollen, geraten worden. Nu werden wir nicht sagen, okay, dann brauchen wir nu nicht Sabbat holen, ich habe schaffen können. Das ist nicht, was Paulus sagen will. Er sagt, Christus ist der Radar.
Wenn ich de lang denk an wat Paulus hier alles abnahm, dat te de Lieder in Kolosser en ik misschien me nanlood wat de verzekeringen door wären. En vielleicht haben some Menschen sogar Schach gekriegt. Some Menschen haben vielleicht muss Haus verloren wegen dieser Versicherung, was da kommt. Dann versichert das, was er hier abnahm, immer wahr. Check mal. Dort wird denn sein. Lut nicht du vom Verleden. Check mal. En Christus. Du hast dort alle, was je braucht. Als je een charba lieden maakt, sagt er, kijk, ik zit in je Gefängnis wegen dat Evangelium en ik doe het met vrede. Ik doe het met vrede. So, wo seid je in dit? Kolosser, wo seid je? De lieden die aankomen en zeggen dit en dat en dat. Kijk maar, ik ga je zeggen, en Christus, du hast dat alle. Vers 20. Wenn je met Christus van de eerste van deze wereld gestorven zijn, met Christus van de eerste van deze wereld gestorven zijn, waarom laat je je dan ware gezaten ableiden, als wanneer je nog te deze wereld hier? Waarom? Wat passiert? Wat geht on? So dann sagen wir vielleicht, okay, dann brauchen wir auch keine Gesetze holen, dann können wir leben, so wir wollen. Wenn wir frei sind, in Christus, dann können wir. Aber das meint nicht, dann dürfen wir alles so aus meinem Fleisch das janken. Das ist nicht, was es sagt. Vers 21. Sie sagen, du sollst das nicht anfuhren, du sollst dort nicht schmecken, du sollst dort nicht anschieren. Dort wird auch alle unter den Menschen verteert und ersetzt nicht aus Menschenregeln und Menschenlehren. Das sieht wohl so aus, wenn dort sich selbst abgeleitete Frauen sind in diese falsche Demut nur Weisheit legen, will sie den Körper schonungslos behandeln, aber die fleischlichen Leidenschaften werden dadurch auf keinen Weg in ihre Kontrolle gebracht. So, ich komme drin mit dem Ganzen und sage, guck mal, wo kommt das alle her? Das kommt von dem Fleisch. Das kann ich euch in ihre Kontrolle bringen. Ein Christ hat einmal eingestehen und begegnet in, ich glaube, das wie in Mohammed, oder wieder ein Muslim, da weiß ich ganz schnell. Aber dann sieht da liegt einer auf dem Brat, hat den Nägel angeschlagen, und dann liegt da auf dem Brat, so der Nägel am Regenspeck. Und dann fragt das Christ an, was das zu bedienen hat, woran ist es dort getan? Na, die Sinnen, was er getan hat, die sind so sehr groß für Gott. Er muss sein, der oft bisschen. Dann fragt er, wie lange hast du das getan? Na, 1 Jahr und 8 Monate hat er all. Und wie lange was es noch getan? Oh, noch viele Jahre muss ich das tun. Aber dort wird einmal glücklich sein für die Sinnen, was ich getan habe. So, wir können auf einmal dazu kommen, dass wir uns selbst Dinge ableiten und wollen versuchen, dass dort geraten werden. Und Paulus sagt, das ist nicht so zu schaffen. Jesus Christus hat uns die Sinnen vergeben. Das lesen wir hier in einem Vers. Die Sünden sind vergeben, wenn wir Christus annehmen. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann sind die Sünden vergeben. Und am ist die Vergebung. Und er ist der Rader. Paulus versucht diese Lieder zu klar zu machen. Check mal, dort, wo du alles vergeben, was du lernen willst, dort ist nicht der Rader. Er sagt nicht, dass unbedingt alles wird schlecht sein, was sie tun, wenn er sagt, dass sie sollen einen Helgetag holen. Well, dort ist nicht das rechte Ding, aber dort ist nicht der Radar. Dort ist nicht der Radar. Die Helgetag holen und denken an Gott und uns da den Anluten, was Gott für uns getan hat, das konnte ein großer Segen sein für uns. Das kann uns nur dran Gott bringen. Aber dort ist nicht der Radar. Und ich wünsche, dass wir von dir auch uns können something von das lernen, was Paulus versucht, der Lied in Kolosser zu erklären. Die Dinge, die wir tun, die tun wir, dass Ordnung erstmal in uns haben und dass uns das alle scheinen, dass wir uns respekten und halten und lernen. Dort ist Schein und Gold, aber dort ist nicht der Radar. Und wenn wir auf einmal abhören mit uns anderen respekten und some Ordnungen, wo wir haben, die alle anfangen zu ziehen zu schmieden, dann auf einmal dann verbessern wir uns alle, für keiner weiß, was das ist, das schafft nicht. Und das ist nicht, was Paulus sagt, dass dort alle bloß zu ziehen schmieden. Das ist nicht, was er sein will. Aber wir wollen nicht uns versuchen, Dinge anzunehmen und Dinge so zu tun, wenn ich das tue, dann wo ich geraten werde.
Dat is wat hij versucht, de Lied te erklären. En dat wens ik dat we dat ook verstaan können. Wir schmieden nicht alles weg, was mein Fleisch nicht jankert. Aber wir wollten, dass Jesus ist der Rara. Und will ich von arm gerat sein, ich wirklich so zu leben, dass ich mit meinen Mitmenschen ran mich kann in Frieden und in Einigkeit leben. Das ist mein Verlangen für uns alle. Und ich weiß, dass es uns alle ans Verlangen. Und möchte Gott sein Wort segnen. In der dritten Kapitel, du sollst noch mehr von diesen Dingen, wo er von Christus ans lehren wird, wer Christus ist. Und ich an das Kolosserbrief denke, in die Einzelheiten, wo Paulus versucht rüberzubringen, dann frage ich mich selbst manchmal, wofür wird es bei mir Jesus? Wofür wird es Jesus bei mir? Soll ich die Verlorenheit, wo ich bin, wie ohne Christus, und soll ich das große Geschenk, was er mir gegeben hat? Kann ich das sein? Kann ich das taub fühlen? Bis wenn das Fleisch nach regieren in der Wellen hat, dann sind wir gewässert blind. Dann können wir das nicht sein. Du wirst es mir verlangen, dass ich sein kann, wer ist Christus in mein Leben. Und das wünsche ich dir alle. Wenn wir abstunden zu beten, wird passen das. Vor dem Himmel, wir sind dankbar, hier von dir und taub zu sein. Wir sind dankbar, uns in den Worten geloten zu haben. Und wo wir sagen, wie wichtig Christus ist. Und vorher, ich freue mich für die ganze Versammlung, die wir hier taub sind, und dass wir Jesus kennen haben. Und dass wir kennen am Leben. Und dass wir kennen angespornt worden. Aber vorher sind viele Menschen ram uns, was das alle nicht verstehen können. Und was angereden worden von verschiedenen Lehren, du sollst dort nicht anfußen und du sollst ja nicht anfußen. Und da sind manche vertwiebelt und bedrängt und können sich selbst nicht verstehen. Vorher ich bete, dass wir als Lichter wollen können schienen, wenn wir Menschen den wir sind, dass sie wollen können rauskommen, dass wir wollen können Halt sein. Und dass den wird, was können leben an uns. Und dass andere das wollen können erkennen, dass Jesus Christus lebt in uns. Vorher ich freue an deinen Segen, wenn wir hier voneinander gehen. Ich freue an deine Lehrung und an deine Führung. Wir wollen gerne auf sein und aufmerksam sein, was du für uns im Store hast. Vorher wir danken und preisen in Jesus' Namen. Amen.